In dieser kleinen Videoreihe stelle ich 5 verschiedene Theremin-Systeme vor, die ich mir in der letzten Zeit gekauft, gebaut habe oder noch im Bau sind. Und eine kleine Geschichte des Theremins, die folgt dann in einer der nächsten Videos. Als erstes hier nun die Junior-Theremin-Version von Vardar Wellmann. Der Bausatz kommt in einer kleinen Pappschachtel und schon auf der Außenseite wird gezeigt, um was es bei dieser Lötübung geht. Außer den Bauteilen in einer Plastiktüte liegt noch eine kleine Bauanleitung bei. Im Päckchen dabei ist auch der schon programmierte PIC Microcontroller und ein Timer-Baustein. Und wer sich noch näher mit dem Bausatz beschäftigen will, der kann auf der Webseite von Vardar unter folgender URL noch einige Dokumente herunterladen, wie zum Beispiel eine kleine Beschreibung und den Schaltplan. Wir nehmen uns aber die leere Platine vor und bestücken sie mit den Widerständen und dem 100 Nanofarad Kondensator. Dann setze ich die IC-Fassungen und die beiden Taster ein. Auch 2 Elcos und der Regulator kommen auf die Platine. Zum Schluss kommen dann noch der Piezo-Summer, der Anschluss für die 9 Volt Blockbatterie und ein Stück Draht wird als Antenne eingelötet. Und damit das nun alles funktioniert, wird als IC1 ein 555er Timer und als IC2 ein programmierter PIC 12F508 eingesetzt. Mein Junior-Theremin hat 2 Drucktasten, die die Ausgabe des Tons beeinflussen. Es gibt 2 verschiedene Spielarten, den kontinuierlichen Modus und den diskreten Modus. Beim kontinuierlichen Modus wird ein zusammenhängender Ton erzeugt. Der diskrete Modus spielt dann Einzeltöne. In der Regel stehen 8 Töne, also eine Oktave, zur Verfügung. Im diskreten Modus wird mit der linken Taste der Ton um 1 Oktave erniedrigt und mit der rechten Taste um 1 Oktave erhöht. Die Veränderung funktioniert nur bei gedrückter Taste. Beim Druck auf beide Tasten gleichzeitig werden die Modi umgeschaltet. Ich lege also meine Platine als erstes mal auf den Ständer, setze den 9 Volt Block ein und streiche den Antennendraht glatt. Ich versuche nun eine Tonfolge im kontinuierlichen Modus zu erreichen. Das ist aber mit diesem Theremin-Modell nicht so einfach und erfordert wohl viel Übung und Einstellung der Antenne. Eventuell hilft ein Wechsel zu einer Stabantenne. Nun schalte ich den Modus um. Zwar erscheint es nun einfacher, ein besseres Ergebnis zu erreichen, aber die erzielten Tonfolgen sind doch immer noch sehr variabel und entsprechen nicht meinen Vorstellungen.
Nun bin ich doch etwas enttäuscht über das nicht sehr wohlklingende Ergebnis. Und was ich so lese, haben noch andere User dieses Termins wohl die gleichen Erfahrungen wie ich erlebt. Und die Begeisterung, die hält sich wohl in Grenzen. Dann sind wir mal gespannt, was uns die anderen Terminmodelle liefern. Danke fürs Zuschauen und Salü aus dem Saarland. Das Bild aus dem Saarland zeigt die Ludwigskirche von Friedrich Joachim Stengel.